ihr Lieben, ich bin gestern aus Schottland zurückgekommen und dachte, ja, bevor ich jetzt meinen Rucksack komplett auspacke und Wäsche wasche und ehrlich gesagt für den nächsten Trip packe, ja, mache ich mit euch ein kleines Gear-Video. Genau, noch ist der Rucksack genauso gepackt, wie ich hier gestern angekommen bin. Ich habe zwar die Kamera, mit der ich jetzt Filme rausgeholt und meinen Kindle, genau, den habe ich aber wieder reingesteckt, damit auch alles so ist wie bei der Wanderung selber. Genau, der Rucksack selber ist der Osprey Asia 48. Ja, ist ein super Rucksack, mit dem komme ich super gut zurecht. Mit dem war ich auch schon auf dem Mosesteig ein paar Mal. Ich habe letztes Jahr die Lechquellenrunde in Österreich damit gemacht. Der hat ein super Tragesystem, der lässt sich gut tragen, der ist ja, verhältnismäßig leicht, wobei er natürlich von einem ultraleichten Rucksack noch sehr weit weg ist. Der wiegt um die 1 Kilo. Genau. Meistens benutze ich ihn eigentlich immer ohne dieses obere Teil, aber dazu komme ich gleich nochmal im Detail, wenn ich die Tasche auspacke. Was mir aber auch nochmal besonders gut gefällt, sind die großen Seitentaschen aus Mesh und die vordere Mesh-Tasche. Und bei den Seitentaschen finde ich vor allen Dingen auch super gut, dass man halt auch während des Laufens gut an eine Wasserflasche kommt, wenn man die so links oder rechts drin hat. Oder auch an Snacks, oder ich habe dann auch immer so meinen Müll da reingedrückt. Und ja, dementsprechend bin ich sehr happy mit dem Rucksack. Hat für die Tour super funktioniert. Allerdings, wenn ich jetzt irgendwie eine Tour machen wollen würde, bei der ich wirklich eine Woche komplett autark wäre, ohne Resupply oder ähnliches, dann würde ich an meine Grenzen kommen, weil ich hatte jetzt Essen für 3 Tage mit und ja, viel mehr hätte jetzt auch nicht mehr gepasst und ich glaube, für viel mehr Gewicht als das, was ich jetzt nachher hatte, wäre der Rucksack auch nicht der passende. Genau, aber jetzt gehen wir einfach mal durch. Wie gesagt, in der vorderen Mesh-Tasche hatte ich immer meine Regenausstattung, wie zum Beispiel meine Regenjacke, mit der ich auch super happy bin. Die ist von Black Diamond, sieht man in den Videos auch sehr viel. Und mein lieber Instagram-Buddy Russell, the Trail Hunter, hat mich auch aufgrund dieser Regenjacke in seinem vorbeifahrenden Zug gesehen, als ich am Wandern war, was irgendwie voll ja, witzig war. Genau, auf jeden Fall super Jacke, hat sich gelohnt zu kaufen. Dann habe ich hier meine Regenhandschuhe dabei gehabt, die waren auch auf jeden Fall super für den letzten Tag, da habe ich sie wirklich gebraucht. Und ja, trotz der Regenhandschuhe, irgendwann war ich halt ja, komplett nass, ne? Also nichts hat mehr geholfen. Ich hatte ganz schön verschrumpelte Hände, aber die ersten Stunden haben mir super geholfen. Sind von Decathlon, nichts Besonderes, aber sehr leicht. Würde ich auch immer wieder mitnehmen. Dann habe ich hier meine Regenhose. Die ist tatsächlich auch von Decathlon. Das ist eine Regenhose fürs Laufen, fürs Jogging. Das ist die Eva Dict Regenhose. Die wiegt auch irgendwie, ich glaube nur 80 Gramm, 100 Gramm. Also ganz genau müsste ich jetzt irgendwie in meinem Leiterpack gucken, aber verlinke ich euch alles auf jeden Fall unten in die Infobox. Auf jeden Fall super leicht auch und von der war ich wirklich überrascht. Also die Länge war gut für mich, weil oft habe ich das Problem, dass Hosen zu kurz sind, aber das hat super gepasst. Die war bequem, die hat lange gehalten, also die hat mich lange trocken gehalten. Die war super schnell wieder trocken, also ja, geile Hose. Super gute Hose. Dann hatte ich jetzt aber immer mein Sitzkissen drin. Für tagsüber oder abends habe ich es mir am Fußende hingelegt, damit ich so ein bisschen Puffer habe. Ansonsten saß ich da im Zelt auch drauf oder vor dem Zelt. Wollte ich natürlich auch immer wieder mitnehmen. Dann, was habe ich da noch drin? Nichts. Ja,
Schäufelchen, Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Mülltüte habe ich tatsächlich nicht gebraucht. Weil ja, hat sich nicht ergeben, würde ich mal so sagen. Dann, was haben wir hier in den Seiten? Ich mache mal ein bisschen locker. So, da habe ich auf der einen Seite meine Wanderstöcke. Die habe ich jetzt natürlich nur für den Transport unterwegs hier drin gehabt. Die habe ich natürlich zum Wandern benutzt. Das sind Leki-Stöcke, Carbon, die Micro Vario Carbon Women Edition. Bin ich auch mega happy mit. Also super Kauf und tatsächlich auch eins der Gegenstände, wo ich gar nicht lange recherchiert habe. Also mir war dann irgendwann letztes Jahr klar, ich brauche Trekkingstöcke für Hüttenwanderungen, für alles Mögliche. Habe gegoogelt und habe die direkt gekauft. Sieht mir jetzt nicht so ähnlich, weil sonst brauche ich immer ewig, bis ich was kaufe. Aber super Kauf. Und würde ich immer wieder mitnehmen. Dann habe ich hier meine Camp-Shoes. Das sind so nachgemachte Gummibärenstock. Die sind einfach noch ein bisschen leichter als die Originalen. Die habe ich nämlich hier mehrfach zu Hause, aber die günstigen nachgemachten, die sind einfach noch mal ein bisschen leichter gewesen. Dann habe ich auf der anderen Seite meine Zeltstangen, genau, meine Stangen und meine Heringe für mein MSA Habba NX2 Zwei-Personen-Zelt. Genau, dann, wie gesagt, brauchte ich diesmal diese Klappe. Da habe ich hier oben, hier übrigens, habe ich jetzt gar nicht mehr dran, habe ich für den Flug abgemacht. Ich hatte hier vorne an der Schultertasche, an der linken von mir aus gesehen, hatte ich noch diese Tasche von OMM. Da hatte ich dann immer hier so links meine Osmo Pocket Kamera dabei und das Stativ, also das Tripod, das Gimbal und Snacks. Meine Snacks hatte ich da mal drin. Super Teil. Und dann für den Transport habe ich jetzt hier meine Kappe. Die habe ich natürlich auch immer getragen, wenn es geregnet hat. Super hilfreich. Dann habe ich hier meinen Wasserschlauch. Das war leider ein bisschen doof, weil die ersten Tage hatte ich keine Wasserflasche, auf die dieser Schlauch gepasst hat. Da muss ich aber einfach ganz klar sagen, hey, das ist einfach so viel besser, als immer aus Wasserflaschen zu trinken. Das ist einfach handlicher und ich merke einfach, dass ich dann mehr trinke. Dafür habe ich mir dann hier noch so ein Magnet geholt, damit ich das Mundstück dann immer hier befestigen kann, weil das hat mich auf anderen Wanderungen immer so ein bisschen genervt. Und auch hatte ich vorher eine Blase, die keinen Verschluss hatte. Das hat mich auch ein bisschen genervt, fand ich unhygienisch. Hiermit bin ich mega happy. Hatte ich natürlich während der Wanderung nicht hier oben drin, sondern natürlich an der Flasche und dann hier hängen oder halt die ersten Tage tatsächlich doch da drin, weil ich es nicht benutzt konnte. Ansonsten hatte ich hier dann auch immer noch Snacks drin. Und zwar in dieser Tüte hier. So ein 3-Liter-Beutel, da hatte ich dann meinen Wanderführer dabei, meine Sonnenbrille und ansonsten war hier alles voll mit Riegeln und am Anfang halt noch eine Tüte Mandeln und noch so anderem Gedöns und das hatte ich dann hier oben immer drin. Genau, das dazu. Hier jetzt zuletzt mein Moskitolets, auch sehr gute Sache hatte ich da drin und dann habe ich hier noch ein bisschen Müll. Genau, und dann hatte ich, mach's mal eben ab, so, und hier unten drin, das hat noch so eine zweite Tasche, hatte ich mein Footprint. Da muss ich ganz einfach sagen, man sagt ja immer, man soll seine Ängste nicht einpacken, habe ich aber. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich mein Zelt nicht vernünftig aufgebaut bekomme, wenn es regnet, beziehungsweise dass ich es halt nur so aufgebaut bekomme, dass es halt komplett nass ist von innen. Genau, und damit ich das dann vermeiden kann, habe ich halt das Footprint für mein Zelt gekauft, damit ich einfach das obere Teil, mir fällt jetzt das Wort gerade nicht ein, aber das eigentliche Zelt
schon spannen kann, ohne dass ich das Innenzelt ja, an freier Luft im Regen stehen habe. Auf jeden Fall auch sehr praktisch, aber wiegt halt leider einiges. Also beim nächsten Mal hätte ich da gerne irgendwie eine andere Lösung. Also keine Ahnung, wenn einer von euch mir gerne mal zeigen möchte, wie man im Regen zeltet, ich bin dabei. Genau, das war auf jeden Fall diese Klappe und wie gesagt, bei anderen Touren habe ich diesen Deckel bisher noch nie benutzt. Da habe ich den Rucksack dann immer so verschlossen. Sieht man das? Ich hoffe. Genau. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Inhalt. Als allererstes ganz oben hatte ich immer mein Zelt. Wie gesagt, MSA Hubba NX 2-Personen-Zelt. Super Zelt. Ja, lässt sich einfach aufbauen. Man hat viel Platz. Es ist sehr beständig, gute Qualität. Ja, aber für so eine Wanderung müsste ich mir dann doch irgendwie ein leichteres Zelt besorgen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendein Zelt, was halt kein Freestanding-Zelt ist, sondern mit einem Trekkingstock aufgebaut wird. Aber ja, irgendwie traue ich mich da noch nicht. Aber mal sehen. So, dann habe ich hier drin von Osprey so einen großen Liner, wo ich dann alles immer drin hatte, was echt gut geholfen hat, weil ich, wie gesagt, oder nicht wie gesagt, aber ich hatte halt keine weitere Regenhülle. Ich habe den Rucksack von innen geschützt. Dann habe ich hier immer meine Downjacke. Das ist auch eine von Decathlon. Super Jacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die ist super leicht. Ich finde, die sitzt gut. Die wärmt toll. Die lässt sich super klein verstauen. Die wiegt nichts. Und hier kurze Fun Fact. Ich habe echt sehr lange im Vorfeld nach einer leichteren Downjacke gesucht und nach einem Regenoutfit. Es war wirklich ein Pain. Also ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert, habe sehr viel bestellt, war anprobieren und wirklich Arc'teryx, Haglös, alles. Aber irgendwie entweder saß die Jacke dann nicht oder dann irgendwie die Regenjacke hat nicht mehr drüber gepasst in der passenden Größe oder war dann zu groß, zu klein, zu dünn, zu dick. Ja, tatsächlich ist es dann jetzt diese Decathlon-Jacke geworden und ja dann wie gesagt die Black Diamond Regenjacke und damit bin ich auch super happy und natürlich muss man auch dazu sagen, ich habe halt viel Kleidung schon so im rosa Bereich. Werdet ihr auch gleich nochmal so ein bisschen sehen und na klar, ich musste natürlich auch so ein bisschen gucken, dass es passt, weil sonst hätte ich, wenn ich irgendwie eine schwarze oder eine gelbe Jacke gefunden hätte, hätte ich mir dann auch wieder andere Sachen holen müssen. Da bin ich dann doch auch ein bisschen eitel. Genau, hier habe ich dann einen 6 Liter Osprey Beutel dabei gehabt mit meinem Essen. Jetzt aktuell habe ich da auch meinen Topf drin. Der war jetzt während der Wanderung selber nicht da drin, den hatte ich immer separat. So, da habe ich hier den Sea to Summit Faltbecher dabei gehabt für meinen Kaffee und einen 750 Titantopf, 750 Milliliter Titantopf, Firma, weiß ich gar nicht, Vestago, Amazon, habe ich schon ein bisschen länger, funktioniert gut. Dann habe ich hier ein dreckiges Stofftaschentuch, was ja eigentlich immer gut funktioniert, um irgendwie mal durchzuwischen durch den Topf oder halt mal den Topf festzuhalten. Da müsst ihr auch in mein erstes Video schauen. Auf der ersten Etappe, am ersten Abend, habe ich ein Stofftaschentuch in Brand gesetzt. Müsst ihr euch auf jeden Fall angucken und das hier muss dringend gewaschen werden, es fängt schon an zu schimmeln. Genau, als Stove habe ich den MSA Pocket Rocket, den ist glaube ich der erste. Ja, war so ziemlich mein erstes Trekking Gear, was ich mir gekauft habe. War totaler Zufall, das war irgendwie vor 2 Jahren, bin ich mit meiner Schwester an die Ostsee gefahren zum Campen, bin in Berlin in einen Outdoor-Laden und habe mich da beraten lassen und der war im Angebot und
Deshalb habe ich den gekauft. Gibt es auch mittlerweile natürlich irgendwie leichtere Alternativen, aber ich bin trotz alledem hiermit noch sehr zufrieden und deswegen bleibt er auf jeden Fall in meiner Ausrüstung. So, dann was habe ich hier noch drin? Mein Katadyn Be Free Wasserfilter hatte ich dabei, habe ich nicht benutzt, würde ich aber trotzdem mitnehmen. Dann hatte ich ein Mini Taschenmesser dabei, das hatte ich eigentlich immer im Topf, weil ich gedacht habe, ich müsste mal irgendwie was schneiden oder so. Habe ich tatsächlich auch 1-2 Mal benutzt. Dann einen Minischwamm brauchte ich diesmal gar nicht, weil ich eigentlich nicht gekocht habe im Topf, sondern nur Wasser erhitzt habe. Und dann habe ich mir ein Cozy vorher genäht. Guckt da gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Da habe ich ein Reel zu geschnitten, wie ich aus so einer Thermofolie fürs Auto mir diese tolle Tasche genäht habe. Ja, bin ich sehr stolz drauf. Genau, und für die, die nicht wissen, was das ist, also ich habe dann halt meine Tracking-Nahrung oder mein Porridge in so Tüten gehabt. Da habe ich sogar noch ein Essen übrig. Ich habe dann da heißes Wasser reingegossen, verschlossen, habe das Ganze dann reingepackt, zugemacht und dadurch konnte das dann einfach ein bisschen besser gar ziehen und wurde auch nicht kalt währenddessen. Und wiegt, glaube ich, keine Ahnung, 15 Gramm oder so und ist eine coole Sache, würde ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Und ansonsten sind hier noch so ein bisschen Reste. Ja, natürlich ist mein Feuerzeug auch jetzt hier irgendwie drin, war auch vorher im Topf. Kaffeetütchen, dann nehme ich immer die Jakobs 2 in 1. Dann habe ich hier irgendwie auch noch einen Teebeutel, meinen Löffel, das ist der Titanium Longspoon von Optimus, auch eine gute Sache. Genau, ansonsten ist hier nichts mehr drin. Achso, ich habe dann auch noch ein paar von diesen 5 Gramm feine Bitterschokolade aus dem Biomarkt dabei. Die habe ich irgendwann mal für mich entdeckt. Die sind super, weil die so schön klein sind, einzeln verpackt sind und da habe ich eigentlich immer welche hier im Schrank und wenn ich eine Wanderung mache, packe ich davon welche ein für den schnellen Zuckerkick zwischendurch. Genau, und wie gesagt, hier hat Essen für 3 Tage reingepasst. Ich habe dann halt hier sowas vorbereitet und hatte mir vorher so 3 Track and Eat Nahrungsbeutel besorgt. Genau, dann habe ich hier mein Electronic Bag. Es sind 3 Liter Osprey-Beutel. Was habe ich da drin? Ja, Kindle. Sorry, aber schon alleine für die Anreise und so habe ich das Teil mit. Meine Powerbank. Das ist eine Powerbank von Anker. 20.000 Milli, bla bla. Ne? Ihr wisst Bescheid. Relativ schwer. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich mir die Powerbank von Nightcore kaufe. Die ist ja ein bisschen leichter. Aber ja, weiß ich nicht, wollte ich nicht. Ja, Kopfhörer, Kabel. Hier habe ich dann ein Kabel mit so einem Dreierverteiler. Kopfhörer. Dann habe ich hier mein Garmin InReach Mini. Ich natürlich sonst immer am Körper. Adapter für England, voll groß und scheiße. Dann hatte ich nochmal Kopfhörer fürs andere. Also ich hatte dummerweise 2 Kopfhörer, einmal für mein Handy und einmal für das Kindle. Meine Stirnlampe, das ist die von Nightcore. Das genaue Modell könnt ihr auf meiner Leiterpack-Liste finden oder vielleicht schreibe ich auch nochmal alles unten in die Infobox, ich weiß noch nicht. Die habe ich mir auf jeden Fall auch vorher extra gekauft, weil meine alte Stirnlampe, die war hier ein bisschen bullig und wenn ich die dann aufgesetzt habe, die ist mir schon 2-mal krass auf die Nase gefallen, wo ich gedacht habe, ich würde mir jetzt die Nase brechen. Aber tatsächlich habe ich sie nicht benutzt. Würde ich aber natürlich immer wieder mitnehmen. Genau, und dann, ja, alle werden jetzt schreien, die irgendwie ultraleicht unterwegs sind, aber ihr merkt ja schon, ultraleicht
Davon bin ich noch ganz weit weg. Ich habe mir tatsächlich so eine Mini-Pumpe mitgenommen für meine, für meine Isomatte. Und ich glaube, die wiegt 80 Gramm oder so. Und das ist einfach genial, Leute. Das geht so schnell, man ist einfach fertig nach so einem Tag und das hilft ungemein. Das ist so ein bisschen Komfort, den man dann irgendwie braucht. Ich brauche ihn zumindest. Aber ja, wie gesagt, es gibt einiges, woran ich sparen könnte. So, dann kommen wir zu meiner Kleidung. Das ist ein Osprey 12 Liter Sack. Hier sind jetzt alle meine Kleidungsstücke drin, auch die ich während des Wanderns anhatte und so. Also das ist wirklich alles drin. Jetzt rein theoretisch hätte ich sogar die Beutel tauschen können, weil ich hatte natürlich nicht 12 Liter mit. Oder ja, im Rucksack selber. Aber schaut mal. So, als allererstes hier oben mein Base Layer, mein Pyjama. Das ist ein Merino Longsleeve von Dilling. Dilling habe ich 2018 entdeckt. Auch dieses Teil habe ich mir damals gekauft, 2018 für meine Peru-Reise. Da war ich 4 Wochen in Peru. Genau, und da muss ich einfach ganz klar sagen, habe ich jetzt 9 Tage am Stück angezogen zum Schlafen, zum Rumlaufen später im Hostel und so. Und der müffelt einfach gar nicht, das ist super Qualität. Da ist auch, ich glaube hier irgendwo ist ein kleines Loch mittlerweile. Ich glaube, das liegt aber eher an meiner alten Waschmaschine als an Dilling. Und dann habe ich hier so dicke Merino-Socken von Decathlon. Die habe ich mir auch damals für Peru geholt. Die habe ich dann auch immer zum Schlafen angehabt, weil ich immer kalte Füße habe. Ja, auch in Deutschland. Genau, dann hier dazu die passende Dilling Leggings. Auch hier muss ich ganz klar sagen, müffelt nicht. Würde ich immer wieder einpacken. Genau, dann kommen wir zu den Sachen, die ich wirklich anhatte. Das ist meine Zip-Off-Wanderhose von Decathlon. Auch das ist so ein Teil, wo ich sehr lange gesucht habe. Und dann tatsächlich bei der günstigen Alternative bei Decathlon gelandet bin. Die habe ich mir, glaube ich, letztes Jahr gekauft oder vorletztes Jahr. Und ja, zum einen muss ich dazu sagen, ich war ganz lange gegen Zip-Off-Hosen, weil die einfach scheiße aussehen, meiner Meinung nach. Und weil das so der Inbegriff von spießige Wanderer für mich immer war. Aber ja, so kann man sich ändern. Genau, ich habe einfach mittlerweile gecheckt, dass das einfach das Praktischste ist, was es auf der Welt gibt, so, ne, wenn man kurze Hose, lange Hose haben möchte. Das ist jetzt eine sehr leichte Hose, sehr angenehm zu tragen und die Länge ist einfach für mich sehr gut. Also was ich gemerkt habe, als ich viele andere Hosen mir angeschaut habe, dass die teilweise dann irgendwie zu kurz sind oder zu lang und dann ist es, wenn man nicht gerade sehr lange, dünne Beine hat, unvorteilhaft oder auch unkomfortabel, unbequem. Genau, und diese Hose hat einfach für mich persönlich, für meine Beine, für meinen Körper die perfekte Länge. Sie ist angenehm, sie gibt schön nach, sie ist bequem und sie hat auch hier hinten noch so, da ist sie so perforiert oder meschig, damit man schön atmen kann. Also eine echt super Hose. Das Einzige, was mich an dieser Hose stört, deswegen kriegt sie auch eine 9 von 10, die ist leider ein Ticken zu lang. Die ist zu lang, deswegen krempel ich die immer um. Und ja, wenn Decathlon die noch mal rausbringt mit unterschiedlichen Längen oder mit kürzeren Beinen, dann schlage ich auf jeden Fall noch mal zu. Und wie gesagt, bin ich sehr happy. Dann habe ich hier mein Wanderhemd. Das ist das Columbia, steht gar nicht drin. Das ist auf jeden Fall ein Columbia Hiking-Hemd. Hat hier auch so Mesh, damit man gut schwitzen kann. Genau. Sehr leicht, ultra leicht, würde ich schon sagen. Sehr angenehm zu tragen. Man kann natürlich hier die Ärmel hochkrempeln und feststellen. Habe ich eigentlich die ganze Woche über getragen. Ja, jetzt habe ich gerade überlegt, ob die müffelt, aber ich habe die tatsächlich im Hostel ja gewaschen. Aber war ein super Kauf, habe ich im Sale bei
Columbia selber auf der Webseite bestellt und war auf jeden Fall ein super Kauf. Dann als kurzes Shirt hatte ich ein T-Shirt von Dilling dabei, auch nochmal hier Dilling Merino. Schlag da echt zu. Ich hatte, ich habe auch ein paar Merino-Teile von Decathlon, mit denen bin ich ehrlich gesagt nicht so zufrieden. Und ich habe mir auch mal eine Merino Leggings von Icebreaker gekauft. Mit der werde ich auch nicht zufrieden, aber hier Dilling, super Qualität. Schaut da gerne mal auf die Webseite, kann ich super empfehlen. Genau, dann noch ein Dilling-Teil. Nein, ich bin nicht sponsert bei Dilling, ich würde mich aber freuen. Meldet euch bei mir. Genau, ein Sport-BH aus Merino von Dilling. Und da muss ich ganz klar sagen, geiles Teil. Richtig geiles Teil. Ich habe diesen Sport-BH einfach wirklich komplett vom ersten bis zum letzten Tag angehabt. Der hat nicht gemüffelt, gar nichts, und ich habe wirklich extrem doll geschwitzt. Die ersten 3 Tage hat es ja wirklich extrem, da schien die Sonne ja extrem, es war sehr warm. Und ja, der hat wirklich alles mitgemacht. Auch hier dieser Stretch-Gummi-Teil des BHs hat irgendwie nicht angefangen zu müffeln, wo ich so ein bisschen Bedenken hatte, aber ne, wäre dann halt so gewesen. Das Einzige, was halt war, ich hatte halt nachher schon so richtige Salzflecken auf dem BH vom Schwitzen. Aber, wie gesagt, geruchstechnisch 1A. So, dann hatte ich hier so Sportslips, ganz leichte, so aus Mikrofaser, auch von Decathlon, hatte ich 2 Stück dabei. Ich hatte erst überlegt, ob ich einen Merino-Slip mitnehme, habe ich nämlich auch von Dilling, aber da war einfach diese ultraleichte, schnell trocknende Alternative, fand ich irgendwie passender. So, 2 Paar Socken hatte ich dabei, und zwar von Smart Wool. Einmal hier diese kurzen, genau, einmal die kurzen, die habe ich auch schon ein bisschen länger, und die habe ich eigentlich tatsächlich fast die ganze Zeit getragen. Einmal habe ich sie gewaschen zwischendrin, dann haben sie irgendwie 2 Tage gebraucht zum Trocknen, weil es halt irgendwie nass war. Dann habe ich dann die angezogen. Das ist quasi das gleiche Modell, nur halt ein bisschen höher. Ja, weiß ich nicht. Also super Socken, mit denen komme ich gut klar, aber irgendwie mag ich die lieber. Ich glaube aber irgendwo haben die ein kleines Loch. Aber nein, muss ich nochmal gucken. Kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Dann hatte ich noch so einen kleinen Gürtel dabei für meine Hose. Ja, ist leider so. Dann hatte ich noch eine Fließjacke dabei, so ein uraltes Teil von Chibo Running. So eine Phase, wo ich gedacht habe, ich würde mal anfangen zu joggen. Habe ich dann an den Nagel gehangen, aber diese Jacke begleitet mich jetzt schon sehr lange. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mitnehmen müssen. Ich habe die tagsüber gar nicht getragen. Ich habe die irgendwie 2-mal im Hostel getragen. Habe die so drüber getragen und vielleicht einmal morgens kurz im Zelt, aber stattdessen hätte ich auch die Downjacke anziehen können, und habe ich eigentlich auch die meiste Zeit. Hätte ich, wie gesagt, nicht gebraucht. Würde ich aber vielleicht trotzdem immer wieder mitnehmen. So, habe ich Stoff noch hier drin. Hast du noch die zweite Unterhose? So, ach ja, meine Schlafmaske. Es war auch wirklich sehr lange hell. Und dann hatte ich noch eine Fließmütze dabei, einen dünnen Fließschal und Handschuhe. Wiegt alles nichts, habe ich nicht gebraucht, aber würde ich tatsächlich immer mitnehmen. Vor allen Dingen auch Details-Ding hier. Ich friere halt immer sehr schnell am Hals, und ich habe sonst auch immer mein Bandana dabei, aber ja, würde ich trotzdem immer wieder mitnehmen. So, dann kommen wir auch schon zur Isomatte. Das ist die Thermarest Neo Air X-Lite in der kurzen Damenversion. Genau, mit dem höheren R-Wert. An sich eine super Isomatte, vor allen Dingen auch, weil die so wunderbar schön klein ist und nichts wiegt.
Aber ich hatte da so echt so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Ich habe das auch schon in einem Video gesagt. Ich hatte mit der ehrlich gesagt so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil ich bin Seitenschläferin und die ist halt sehr schmal. Ich habe das auch irgendwie kurz vorher nochmal verglichen. Die ist wirklich viel schmaler als meine anderen Isomatten. Und wenn ich mich dann so nachts gedreht habe, dann hat mein Hintern schon so ein bisschen runter, ja, ist halt von der Isomatte runtergeplumpst, sage ich jetzt mal. Habe ich mich, glaube ich, mit der Zeit dann mit arrangiert. Auch so von der Länge, die ist irgendwie 1,60 lang, ich bin auch 1,60. Aber wenn man sich dann nachts sich ein bisschen bewegt hat, dann sind meine Füße doch manchmal so ein bisschen hinten, also vom Fußende runter. Aber ich habe dann halt das Sitzkissen hinten an die Füße gelegt und dann ging das wunderbar. Viele beklagen sich ja über die Geräusche, die macht. Kann ich jetzt so nicht sagen. Also wenn die 5 cm breiter wäre, fände ich sie noch besser. Aber an sich eine super Isomatte und würde ich auch immer wieder so eine. So, dann habe ich, bevor wir zum Dings kommen, dann habe ich hier noch Hygiene, Notfall, Beutel. Ja, mein Handtuch war das Airlight Handtuch von Sea to Summit in der Größe L. Ist wirklich nur so, kann ich gar nicht mal sagen. Ist wirklich sehr klein. Ja, so. Dann habe ich irgendwie auch direkt ein Loch reingeschnitten. War auf jeden Fall auch super, hat echt die Feuchtigkeit gut aufgenommen, war danach aber auch wirklich klitschnass. So, auf jeden Fall ein gutes Teil. Hirschtalg habe ich immer dabei, für abends Füße eincremen, ist sehr wichtig. Dann habe ich hier so Medikamente, Negan, Zeckenkarte, Elektrolyte, Ibu, Paracetamol, Notfalltampon, Oropax, bisschen Tigerbalm, Pflaster, was man hier braucht, Zahnbürste, Zahnpasta, Pastillen, Tabletten, dann eine Sonnenmilch fürs Gesicht. Hier hatte ich meine Campingseife drin, die für den Kopf, für den Körper und auch fürs Waschen und fürs Spülen gut geeignet ist. Es ist keine Dr. Bronner. Die, ja, weiß ich nicht, fürs Spülen bin ich nicht so nicht so fein mit der Dr. Bronner, deswegen habe ich jetzt hier diese Campingseife. Und immer wenn ich die mitnehme, mache ich da immer noch so 1-2 Tropfen Zeder und Lavendelöl rein, naturreines von Primavera. Und wenn man sich dann damit duscht, fühlt man sich auch richtig frisch und rein. Dann habe ich hier noch so einen Beutel, keine Ahnung was da drin war. Hier noch so Patches und Gaffer, dies, das, falls die Isomatte oder Zelt kaputt gehen. Dann hatte ich hier immer so ein Mini-Müllbeutelchen, den ich dann immer gefüllt habe, wenn ich zur Dusche bin. Ich habe dann da immer mein Pyjama reingesteckt in diesen Beutel, konnte das dann so aufhängen und ja, dann wurde dann halt nichts nass. War eigentlich ganz praktisch. Dann hatte ich hier Babypuder dabei, zum einen irgendwie für die Füße, habe ich aber nicht dafür gebraucht und habe ich eigentlich immer dabei als Trockenshampoo-Ersatz. Funktioniert echt ganz gut, habe ich diesmal nicht benutzt, weil ich mir einfach nicht mehr die Haare gewaschen habe. Ich habe zwischenzeitlich ein bisschen ja, meine Daily Skincare Haarroutine ein bisschen vernachlässigt. Ich war jeden Tag, immer dann, wenn es ging, war ich duschen, aber morgens habe ich mir meistens dann nachher noch irgendwie die Zähne geputzt und habe die Kappe aufgesetzt und bin losgewandert. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe den Mini-Rasierer dabei gehabt. Die Nagelfeile habe ich mir erst in Glasgow gekauft, um meine Fingernägel zu machen.
diverse Tütchen, keine Ahnung, was da drin war. Noch mehr Tütchen, oh mein Gott. Ja, eine kleine Bürste. Ne? Hier ist der Beutel vom Headnet. Dann hatte ich so eine Handvoll von diesen Mini-Handtüchern dabei, die man mit 2-3 Tropfen Wasser beträufelt und die sich dann so ausbreiten und mit denen man sich dann waschen kann. Habe ich am zweiten Campingplatz gut benutzen können, weil da gab es keine Duschmöglichkeiten und auch irgendwie kein richtiges Waschbecken, so wo man mal so ein bisschen Hygiene betreiben konnte. Dementsprechend habe ich dann Katzenwäsche im Zelt hier mitgemacht und ja, würde ich auf jeden Fall immer wieder mitnehmen. Dann nochmal so eine Lippenpflege, 30er Sonnenmilch, die hatte ich tagsüber dann immer hier vorne in der Tasche. Genau, und dann irgendwie noch so 2-3 Haargummis, ein Q-Tip, eine Notfallmaske und eine SOS-Decke würde ich auch immer wieder dabei haben. Das sind einfach so, ne, so No-Brainer, die man einfach immer dabei haben sollte. Und dann habe ich hier dieses Skin So Soft. Es wurde mir im Vorfeld empfohlen gegen die beschmierten kleinen Scheißerchen Mitches. Da muss ich sagen, habe ich nicht benutzt, weil ich einfach nicht dran gedacht habe und ich bin dann einfach durch die Mitches gelaufen oder hatte die dann, also hatte dieses Netz auf und es war sowieso ein kleiner Fail von mir, weil ich habe mich nicht im Vorfeld genug darüber informiert oder habe es mir auch nicht angeguckt. Die Flasche kam irgendwie einen Tag vorher an. Ich habe nur gesehen, okay, das ist was zum Sprühen und ich dachte, naiv ich bin, es ist so ne, autanmäßig so. Deswegen habe ich die ganze Flasche eingepackt. Aber es ist ja wirklich ein Pflegeöl, mit dem man sich dann ja, einreibt. Dementsprechend hätte ich diese große Flasche gar nicht mitgenommen, sondern eher ja, wieder hier in sowas abgefüllt. Ja, von daher war das auf jeden Fall ein kleiner Fail und viel zu schwer, voll nervig und ja, wie gesagt, und dann habe ich es noch nicht mal richtig benutzt. Genau, das ist alles so Kosmetik, sieht jetzt eben so viel aus, leider auch noch halt ja, Medikamente und Notfallzeugs drin ist, aber ja, so war es dann auf jeden Fall. Und dann das letzte hier in meinem Beutel war dann mein toller Schlafsack. Das ist der Expat Comfort -5 Woman. Ich glaube, der ist auch in Short. Also, das ist ein super Schlafsack. Die ersten 2 Nächte dachte ich erst so, oh mein Gott, der soll irgendwie Komforttemperatur -5 haben. Okay, aber wieso friere ich denn jetzt? Aber am Ende des Tages war es halt so, dass ich den einfach nicht richtig benutzt habe. Ne? Also ist ein Mumien-Schlafsack mit Kapuze und ich habe die Kapuze einfach nicht anständig zugezogen. Der hat so, ich hoffe, die Kameraeinstellung ist noch okay, weil meine Kamera ist nämlich gerade ausgegangen. Richtiger Anfängerfehler. Genau, ich bin hierbei stehen geblieben, dass ich gesagt habe, dass ich den einfach nicht richtig benutzt habe, den Schlafsack. Und nachdem ich ihn dann jeden Abend richtig schön zugezogen habe, war er dann richtig muckelig warm und teilweise sogar schon zu warm. Auf jeden Fall ein richtig guter Schlafsack. Ja, geht natürlich auch leichter, aber ihr seht ja, er ist wirklich sehr klein und er hält wirklich warm und ist ein gutes Teil. Genau, also das war es jetzt auch schon. Also hier ist wie gesagt nur noch dieser Dryback für im Rucksack. Und ansonsten, wie gesagt, es gibt so 1-2 Teile, die ich gar nicht benutzt habe. Aber da war jetzt trotz alledem bis auf die Fleecejacke nichts dabei, wo ich sagen würde, hätte ich auch wirklich zu Hause lassen können. Also ne, Stirnlampe hätte ich so oder so mitgenommen, weil man weiß ja nie, wo man landet und ob man nachts noch zur Toilette muss und kein Licht hat. Und ansonsten habe ich auch fast jedes Teil benutzt. Ich bin mit allem eigentlich zufrieden. Wie gesagt, Zelt geht auf jeden Fall leichter, aber auch mit dem bin ich super zufrieden. Ich bin richtig happy mit meinem Rucksack, mit meinen Trekkingstöcken. So, was ich jetzt hier gar nicht gezeigt habe, sind meine Wanderschuhe. Das sind die Adidas
Terex Freehiker Trailrunning Schuhe. Die liebe ich auch. Ja, super bequem, komfortabel, tolle Schuhe. Genau. Das war meine Packing-Liste des West Highland Race. Also wenn ihr dazu irgendwie Fragen habt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder schaut auch gerne bei mir auf Instagram vorbei. Jo, und ansonsten verlinke ich euch auch noch die Leiterpack-Liste von mir und kann dann nur sagen, bis bald und ja, das nächste Abenteuer steht schon, wie gesagt, vor der Tür. Morgen geht es nach Barcelona mit meinen Schwestern und nächste oder übernächste Woche geht es dann rauf auf die Berge, nämlich nach Österreich. Da werde ich eine kleine Hüttenwanderung machen. Genau. Und übernächste Woche geht es dann nach Österreich. Da werde ich eine kleine Hüttenwanderung machen. Es sind zwar nur 2 Nächte auf der Hütte, aber immerhin. Und ja, ich freue mich. Also in diesem Sinne, bis bald und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Danke euch und bis bald. Ciao.